dan da da dan 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 da 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 wack 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 dig 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 dig. Das klingt total locker, leicht und beschwingt, wenn das HR Sinfonieorchester den dritten Satz der kleinen Nachtmusik spielt. Ja, nach dieser gefühlvoll getragenen romantischen Musik aus dem letzten Clip ist jetzt wieder ein bisschen mehr Schwung in der Bude angesagt. Das, was wir eben gehört haben, ist ein sogenanntes Menuett. Wenn hier so ein Wort eingeblendet ist, unbedingt merken. Das sind unsere Gadgets und die braucht ihr, wenn ihr gleich beim Quiz richtig abräumen wollt. Also zur Zeit von Wolfgang Amadeus Mozart, da gab's ja noch keine Discos. So mit wummernden Bässen und DJs, wo so bum, 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 bum. Nee. Wenn die Leute damals getanzt haben, dann war das eine sehr ruhige und vornehme Angelegenheit. Wenn die Könige und Königinnen, die Prinzen und Prinzessinnen das Tanzbein geschwungen haben, dann war das ein Sehen und Gesehen werden. Da machte man kleine, feine, elegante Schritte. Und das steckt auch in dem Wort Menuett drin. Da ist nämlich das altfranzösische Menu pas drin enthalten und das heißt kleine Schritte. Das Menuett ist also ein sehr beliebter Tanz aus der Zeit von Wolfgang Amadeus Mozart. So. Und jetzt schreibe ich noch ein Menuett. Ja. Dass der dritte Satz ein Menuett ist, ist übrigens nichts Besonderes. Das war damals Standard. In der klassischen Musik gibt es feste Regeln. Und zur Zeit von Mozart war klar, der dritte Satz einer Serenade ist ein Menuett. Und fertig. Ja, mei. Ihr in der Zukunft, ihr denkt vielleicht, ihr seid schlauer, aber hört's euch mal eure Popsongs an. Hm? Die klingen doch auch alle gleich. Naja, also, wo er recht hat, hat er recht. Tanzmusik braucht immer bestimmte Zutaten, damit sie funktioniert. Aber welche? Also, was verbindet die Tanzmusik von Mozarts Zeiten mit der Tanzmusik von heute? Das frage ich jetzt mal eine Musikerin vom HR Sinfonieorchester, und zwar Daniela, die Cellistin. Sag mal, was ist das Geheimnis von Tanzmusik? Was braucht Tanzmusik? Also Tanzmusik braucht Rhythmus und Tempo. Was heißt es genau? Im Menuett von Mozart kann man sehr schön hören, worauf Tanzmusik ankommt. Es darf nicht zu langsam sein. Wenn ich zu langsam spiele, dann klingt das eher wie ein Schlaflied und nicht wie eine Tanzmusik. Zum Beispiel sollen wir das mal spielen. Oh ja, zeig mal, wie klingt es, wenn ihr jetzt mal das Stück ganz langsam spielt? Okay, alles klar. Also ich merke schon, Tempo ist auf jeden Fall wichtig. Aber jetzt hast du doch gesagt Rhythmus. Was ist beim Rhythmus wichtig? Also wenn ich den Rhythmus auch immer wieder wechsle, dann klingt das auch komisch und man kann sich auch nicht dazu bewegen. Zum Beispiel. Okay, ja, das klappt leider auch nicht. Okay, vielen Dank, dass du uns das verraten hast. Also Tempo und Rhythmus ist wichtig. Und wenn ihr jetzt noch mehr über dieses fantastische Instrument erfahren wollt, über das Cello, dann klickt doch mal auf den Link hier unten. Der führt euch zum The Young Person's Guide to the Frankfurt Radio Symphony. Da werden alle Instrumente des Sinfonieorchesters einmal erklärt. Jetzt haben wir so viel über Tanzmusik gesprochen, jetzt würde ich mich ehrlich gesagt auch ganz gerne bewegen. Aber wie?
Ich hätte da vielleicht eine Idee. Wie wär's mit einem Menuett? Grundsätzlich schon, aber nur, wenn ihr zu Hause mitmacht. Das ist ganz einfach. Also, ein Schritt nach vorn, ein Schritt zurück, verbeugen, Schritt zur Seite und zurückdrehen. Kapiert? Ja, geht so. Also normalerweise tanze ich anders, aber ich probier's mal. Gut, dann alle zusammen. Los geht's. Musik bitte. Also ganz ehrlich, dich würde ich auf keinen Ball mitnehmen. Naja, sorry, aber ich bin halt auch nicht so oft auf Partys wie du, auf denen Menuett getanzt wird. Party? Was ist denn eine Party? Wir feiern Feste, fröhliche Feste mit Tanz, Gesang und Musik. Da fällt mir ein, ich kenne noch jemanden, bei dem ich jetzt ein bisschen tanzen kann. Baba! Schwupps, weg ist er. Ja, der Wolfgang Amadeus Mozart, das war ein richtiger Partylöwe. Der konnte feiern bis zum Umfallen. Wir hören uns jetzt den dritten Satz seiner kleinen Nachtmusik an. Aber vorher spielen wir unser Quiz. Wir kommen zur ersten Frage. Wie nennt man den traditionell dritten Satz einer Serenade? Ist es ein Quartett oder ein Barett oder vielleicht ein Menuett? Menno, das ist doch klar. Das ist ein Menuett. Bitteschön. Gut, wir geben Menuett ein und es ist natürlich richtig. Menuett, kleine Schritte. Ihr erinnert euch, oder? Wir kommen zur Frage Nummer 2. Aus welchem Land kommt eigentlich das Menuett? Aus Frankreich, Italien oder England? Oh la la, Frankreich natürlich. Wir geben Frankreich ein und natürlich ist auch diese Antwort richtig. Wir kommen zur dritten und letzten Frage und die ist ganz schön schwierig. Welche Wortbedeutung steckt in Menuett drin? Große Gefühle, lange Kleider oder kleine Schritte? Ja, du bist ein bisschen deppert. Du hast doch gerade selber gesagt, Menuett kommt aus dem Französischen und heißt zierliche kleine Schritte. Ist ja gut, nicht frech werden. Wir loggen die Antwort ein und sie ist natürlich richtig. Also weißt du, ich weiß das natürlich, ja. Aber es geht ja auch darum, dass unsere Zuschauer das wissen und sich vielleicht auch noch merken. Hä? Wer schaut denn hier zu? Ach so. Warte mal, das ist eine längere Geschichte. Das erkläre ich dir später, okay? Wenn ihr nicht alles wusstet, kein Problem. Ihr könnt alles noch einmal nachlesen auf unserem Gadget-Board. Einfach hier draufklicken und ihr kommt direkt zur Übersicht mit allen Infos. Wir hören uns jetzt aber den dritten Satz der kleinen Nachtmusik an. Das Menuett, gespielt vom HR Sinfonieorchester. Tanzt euch in die Zeit von Mozart.